Habe ich seit dem letzten Mal dazugelernt? Ja. Habe ich immer noch zu viel Ballast aufgeladen? Ja. Was hätte ich mir diesmal sparen können? 2 T-Shirts, ein Longsleeve und das Paar Turnschuhe. Letztes Mal haben sich die Fertigsuppen bewährt, aber dieses Mal bleiben sie verschweißt und unverdaut. Nicht alles, was ungebraucht geblieben ist, kann weg. Aber mir fällt jedenfalls nichts ein, was gefehlt hat. Worauf ich verzichtet habe, ist einfach erklärt. Redundanz. Der Ursprung der Zivilisation greift auch bei der Abenteuerausfahrt mit Freunden. Arbeitsteilung. Mir echt gerade erzählen, dass du die Kaffeemaschine nur nicht einpackt hast. Wehe, du vergisst die Kaffeemaschine. Ehrlich, ich bin immer so ein Last-Minute-Packer. Also ich habe eigentlich noch gar nichts gepackt. Der Reihe nach. Wir haben uns nie geeinigt. Sind wir der Motorradclub Hildegard? Denn daher aus dem Zusammentreffen in dieser Bar kennen wir uns. Wir sind mit 4 Uralt-Mopeds in eine Friaul-Tour gestartet. Das erste Mal Glockner, das erste Mal Grüne Grenze, das erste Mal Panoramica. Ein erstes Mal Forcella Ielma, die wir ohne die Guidance eines einheimischen GSlers nie gefunden hätten. Ich habe damals einen Schmetterling abgeschossen. Wenn du jetzt dieses Bild siehst, wirst du meinen mögen, es sei gestellt, ist es aber nicht. Am Lago di Saures habe ich dann den Gegenvorschlag eingebracht. Wieso nennen wir uns also nicht Dead Butterfly Motorcycle Interest Society? Klingt härter, hat aber keine Resonanz gefunden. Es sind Jahre vergangen seitdem. Wir haben es nicht mehr geschafft, gemeinsam auszufahren. Ein paar halbherzige Versuche hätte es gegeben. Es kommt halt viel Leben dazwischen. Aber dann der Anruf. Jetzt oder nie. Ja, ja, lieber Axel, jetzt. Aber wie? Die Ansage lautet: Hin, Retour, 4 Tage, keine Minute länger. 370 Kilometer TED und wenn schon Kroatien, dann unbedingt ans Meer. Wenn möglich keine Autobahn am Moped und bis zum Start sind schlappe 400 Kilometer Anfahrt und vom Ende aus nur noch 600 Kilometer am schnellsten Weg nach Hause geradelt. Klingt machbar? Ja, mit 2 Tagen mehr, easy. In wenigen Minuten, meine Herren, von Matet. Hammer aber nicht. Okay, so, let's do it the German way again. Hab mal schnell einen Transporter aufgestellt, 2 Adventures haben da ja Platz. Gehen 3 Mopeds auch? Muss gehen. Kann ich ein wenig umziehen jetzt? Ja, zieh um. Hoppala, das war zweit, so, und geht schon. 2 Zentimeter braucht man. Können wir da noch zu mir um? Ja, beim Axel ist es so. Hey, du machst da gerade den Tankkönig. Verkleidung. Beim Axel ist es so, dass es wahrscheinlich wirklich gescheiter gewesen war, wenn Balance bei ihm trotzdem zugeschafft wird. Ja, Wie du gesagt hast. genau. Ich will dir erklären, wieso ich Interessensgemeinschaft passender finde als Club. Was? Hallo Norbert. TEDs zu fahren, das ist mein großes Interesse und ich will ehrlich sein, um sie allein zu fahren, dazu bin ich vor allem zu feige. Gib. Ja, doch. Ich mag ja Herausforderungen. Da wo es schwierig wird, geht mir das Herz auf. Da kann es aber genauso in die Hose rutschen. 95% des TEDs, den ich bislang kenne, ist eine schwammige Spazierfahrt. Wer Schotter mag, wird da auch allein keine Probleme haben. Aber diese letzten 5%, die mir in Erinnerung bleiben werden, nicht selten wäre dort die Fahrt ohne helfende Hände zu Ende. Alles okay? Nein, ist nicht alles okay. Also, ich hätte es gern herausfordernd und du hättest gern eine unvergessliche Tour. Du hast keine Muße, die Dinge zu planen, Termine zu finden, alles zu organisieren. Okay, ich mach das. Und dafür erbitte ich mir gelegentlich deinen Zuspruch und deine Hilfe. Klingt's merkwürdig, wenn ich sage, dass wir am Schlaf gespart haben, um mehr Energie für vollgepackte Tage zu haben? Aber so haben wir es gemacht. Keine kostbar erkaufte Zeit an notwendige Überbrückungsfahrten abgetreten. Die ersten Kilometer vom TED Kroatien werden gestrichen. Sie sind asphaltiert. Twisty Tarmacs are enjoyable, but not the reason I'm here for. Und wirklich twisty sehen sie jetzt nicht aus. Der TED Kroatien führt irgendwie durchs Nirgendwo dieses Landes und darin liegt ja auch ein Reiz, dorthin zu gehen, wohin du sonst nie kämst. Nur, wo keine Touristen sind, gibt es auch keine Campingplätze.
und wir brauchen einen Stellplatz für den Transporter. Wir werden in Del Niche starten. Und weil unsere nette Vermieterin erstens bis spät nachts wach geblieben ist, um uns zu empfangen, und zweitens so gar kein Problem daraus gemacht hat, dass wir den Bus übers Wochenende in ihrem Backyard stehen lassen, will ich euch diese Unterkunft ehrlich empfehlen. Die Zimmer sind günstig und sauber, die Betten weich, das Wasser warm und es steht Kaffee bereit. Nicht übel für ein paar Stunden Aufenthalt und einen Gratis-Parkplatz, oder? Es hat geregnet. Die Nacht und die Tage davor. Latex-Handschuhe. Aber wenn es nicht regnet, bin schon gespannt halt auf den heiligen Tag. Von hier ausgehend sind es nur wenige Kilometer bis zum Schotter. Es ist noch kühl, aber die Stimmung ist märchenhaft. Die Straßen dampfen, wenn sie von zögerlichen Sonnenstrahlen getroffen werden. Der Fahrtwind bläst die letzte Übernachtigkeit aus den Nebenhöhlen und der Geruch von Holz, Moos und schwarzer Erde gibt einen Vorgeschmack darauf, wohin wir uns bewegen. In den Wald. Den richtigen Reifen für den richtigen Anlass zu finden, ist eine Raketenwissenschaft. Und mindestens genauso teuer. Gerade bei Reise-Enduros. Für 150er Felgen gibt es in Wahrheit gar keine echten Agropatschen. Die wären hierfür aber auch denkbar unpassend. Damit meine ich unterfordert. Ich teile dieses Video auch darum mit dir, weil ich deine genauso dafür genutzt habe, um mich auf diese Reise vorzubereiten. Und deine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass der TED Kroatien keine besonderen Erfordernisse an Reifen stellt. Wie soll es auch anders sein, aber darüber wird noch eifrig diskutiert werden, wirst schon sehen. Nox und ich sind am Mieters E07 unterwegs. Er am Hinterrad und ich auf beiden Achsen sogar am E07 Plus. Der ist nochmal das Quantum-Straßenorientierte. Ich mag diesen Reifen. Er hält am Asphalt und ich spüre bei konformem Tempo keinen Unterschied. Und er hält lang, was nur dann scheiße ist, wenn es mich eigentlich in den Fingern juckt, wieder etwas Gröberes zu montieren. Aber Fakt ist, zu Hause kann ich eigentlich nur auf die herumgurken. Und auch aus Kroatien muss ich ja erst wieder zurück. Verringert man den Reifendruck auf so etwa 1,5 bar, macht das Ding eigentlich so gut wie alles mit. Probier das mal aus, du wirst den Unterschied deutlich fühlen. Du hast dann nicht mehr das Gefühl, das Moped aus seiner Balance zu kippen, wenn du es in die Kurve drückst. Aber wenn du immer noch meinst, schwere Geschütze aufwarten zu müssen, Axel wird den TED am TKC 70 meistern. Und das souverän. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ein bisschen Schräglock kriege ich wahrscheinlich. Hat die Drohne das schaffen, dass da nachfliegt, ohne dass sie im Baum fliegt? Vielleicht die nächste Generation, die schafft es noch nicht. Naja, das war ein Schoder. Ja, wir fahren ein wenig Schoder. Das ist ja eigentlich das Ziel unserer Reise. Nicht, das ist lang dahin. Wenn immer eine Kreuzung kommt, bleibst du halt einfach stehen. Ja? Nord nach Süd befahren, eröffnet sich dir der TED Kroatien wie auf Einladung. Ein paar kleine Seitenwege zum Einschwingen, bis die Oberfläche sanft zu bröseln beginnt. Gehörst du zu der Sorte von Enthusiasten, die nur darauf warten, das Heck im Geröll ausbrechen lassen zu können, wirst du auf den ersten Metern vielleicht eine Unruhe verspüren, dieser TED sei eine planierte Schotterautobahn. Und anders, wenn du der Typ Sightseeing und Weitblick bist, hier bleibt erstmal alles grün und undurchsichtig. Auf Video versteckt der TED das Potenzial, das er dir schenkt. Die Pisten sind griffig, aber je nach Wetter gibt es eine feuchtfröhliche Pfützenparty. Auf diesen ersten unbefestigten Kilometern kannst du dich ungestresst ans Fliegen rantasten.
Nox und ich haben unseren Flow recht rasch gefunden. Axel sowieso. Er ist in seinem Element, sobald er seine Füße auf die Raster stellt. Vielleicht sogar schon früher. Der Track dreht stärker, als es auf den Karten den Anschein macht, und das Terrain ist abwechslungsreich. Die Körnung der Oberfläche variiert von stark verdichtetem Kieselfeldweg hin zur Rumpelpiste mit Sprungschanze. Der Weg ist mal breiter und mal enger, aber du wirst ihn ganz für dich alleine haben. Vielleicht wird es dich reizen, ein bisschen am Gashahn rumzuzupfen. Freilich, mit der Navigation ist es so eine Sache. Fährst du nach GPX-Files ohne Navi, so wie wir das tun, bremsen dich die Weggabelungen aus. Für uns sind das Sammelpunkte. Was gut ist, wenn du nicht immer die Pace vom vorauseilenden Jagdhund mitgehen magst. Wenn du so wie wir von wo kommst, wo es keine legal befahrbaren Schotterwege gibt, wird sich dieser Abschnitt wie eine Ewigkeit anfühlen. Das befreit erstmal und zaubert ein Lächeln in die Seele. Geil! Der TED Kroatien ist eine einzige Wurst als Track. Aber er wird sich fabelhaft in Episoden aufgliedern. Lange Schotteretappen werden nur minimal vom Asphalt unterbrochen und mit jedem dieser so gesehen Störenfriede beginnt ein neues Kapitel. Und so kriegt man das nicht zusammen. Das ist brutal steil, auf die Videos hat das viel weniger steil ausgeschaut. Das ist brutal steil. Probieren wir.